Willkommen, Commander! In diesem Missionsvorbereitungsvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie sicher und effizient im interplanetaren Raum reisen und dabei die Eigenschaften eines Sonnensystems für sich nutzen. Wir werden auch darauf eingehen, wie Sie Ziele anfliegen und in Orbits um Planeten oder Monde einschwenken. Lassen Sie sich von ersten Fehlversuchen nicht entmutigen, auch unsere besten Piloten benötigten einige Zeit, um dies zu lernen. Auf Ihrer Übersicht werden die Sonnensysteme vereinfacht dargestellt, mit einem darunterliegenden Gitternetz, das die Auswirkung der Gravitation abbildet. Je tiefer das Netz abzusinken scheint, desto stärker ist dort die Beschleunigung auf die Gravitationsquelle hin. Planeten, Monde und natürlich vor allem Sterne haben ihre eigenen unterschiedlich starken Gravitationsfelder, die ebenso nützlich für erfahrene Piloten wie gefährlich für Anfänger sind. Oben rechts können Sie in der Übersicht zwischen allgemeinen Informationen über das aktuelle Sonnensystem und einer Karte des Systems hin und her wechseln. Auf der Karte werden Ihnen die eigene Position und die Himmelskörper angezeigt, sowie mögliche weitere interessante Orte. Wir raten davon ab, ein Sonnensystem mit Unterlichtgeschwindigkeit zu verlassen. Starke Strahlung und Meteoritenschauer werden dort Ihr Schiff beschädigen und die Abstände zwischen einzelnen Systemen sind so immens, dass Sie sie nur mit dem Daedalus-Sprungantrieb überbrücken können. Ihr Schiff ist mit einem Hauptantrieb ausgestattet, der eine starke Beschleunigung entlang der aktuellen Ausrichtung ermöglicht. Beachten Sie, dass Ihr Schiff im All in eine Richtung weiterfliegen wird, bis Sie in eine andere Richtung beschleunigen. Es gibt keine Abbremsung durch Phänomene wie Reibung bei einem Bodenfahrzeug. Abgesehen von der Auswirkung von Gravitationsfeldern behalten Sie eine Geschwindigkeit bei, sobald Sie sie erreicht haben. Die Systeme projizieren auch eine vorhergesagte Flugbahn für Sie, die auf der aktuellen Geschwindigkeit und Richtung basiert. Je nach Geschwindigkeit zoomt die Übersicht dabei auf verschiedene Maßstäbe, um Ihnen die beste Vorhersage zu bieten. Die Geschwindigkeit wird in der Übersicht in astronomischen Einheiten pro Stunde angegeben. Das Dreieck neben der Anzeige vermittelt Ihnen, ob das Schiff derzeit beschleunigt oder abbremst. Rot ist eine Verlangsamung, grün eine steigende Geschwindigkeit. Daran können Sie, wenn Sie gerade nicht selber beschleunigen, leicht sehen, wie zum Beispiel die Schwerkraft eines Sterns auf das Schiff wirkt. Der Flug innerhalb eines Sonnensystems erfordert einige Übung. Kontinuierlich zu beschleunigen wird Ihren Treibstoff schnell aufbrauchen und dazu führen, dass Sie Ziele verfehlen und Schwierigkeiten beim Einschwenken in ein Orbit haben. Geben Sie daher idealerweise nur gezielt in den richtigen Momenten kurz Schub und korrigieren Sie nur bei Bedarf mit kurzen, kontrollierten Zündungen des Antriebs nach. Vor gefährlichen Flugbahnen warnt Sie eine Einfärbung der vorhergesagten Route in Rot. Möglicherweise werden Sie interessante Phänomene wie Raumstationen oder Asteroidenfelder auf Ihrer Übersichtskarte sehen. Diese können Sie einfach ohne größere Vorsicht ansteuern. Die Schiffssysteme werden unabhängig von der Geschwindigkeit die Ansteuerung übernehmen, sobald Sie die auf der Übersicht angezeigte Zone erreicht haben. In einen Orbit schwenken Sie ein, indem Sie Ihre Flugbahn in die dafür geeignete Zone um einen Himmelskörper lenken. Idealerweise passen Sie Ihre Geschwindigkeit so an, dass die Flugbahn in einer sanften Kurve durch ca. ein Viertel der Orbitzone läuft. Dabei dürfen Sie nicht zu schnell sein, sonst werden Sie nicht in den Orbit einlenken können. Sind Sie hingegen zu langsam, werden Sie zu nahe an den Planeten gezogen. Ein erdähnlicher Planet erfordert einen Anflug bei ca. einer astronomischen Einheit pro Stunde. Für einen kleinen Mond müssen Sie deutlich langsamer, bei Gasriesen erheblich schneller fliegen. Sobald Sie die angezeigte Zone erreichen, übernimmt der Autopilot auf Knopfdruck die Angleichung an einen sicheren Orbit, wo er Sie bis zum Abflug stabilisieren wird. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Sie hier ein paar Anläufe brauchen oder Sie Ihre Ziele verfehlen. Mit zunehmender Übung werden Sie besser im Umgang mit der Daedalus 7 werden und die einzelnen Bestandteile eines Sonnensystems zu Ihrem Vorteil nutzen können. Als fortgeschrittener Pilot können Sie dann die Gravitationsquellen für Manöver und Beschleunigung nutzen, vor allem aber Treibstoff sparen, der auch die Lebenserhaltungssysteme betreibt. Bringen Sie unsere Leute sicher heim, Commander. In unserem nächsten Video schließen wir an das Erreichen eines Orbits an und widmen uns den Landungsmissionen.